Die Brustvergrößerung ist zusammen mit der Fettsaugung die operative Indikation, die in der Schönheitschirurgie, in der ästhetisch-plastischen Chirurgie am häufigsten nachgefragt wird. Im Prinzip gibt es zwei Methoden. Einmal die Brustvergrößerung mit einem Implantat, in der Regel mit einem Silikonimplantat, und dann die Brustvergrößerung mit Eigenfett. Bei der Brustvergrößerung mit Eigenfett muss man wissen, dass eine Operation in der Regel nicht ausreicht, wenn man eine bestimmte Größe erzielen will, sondern dass 2 oder 3 Operationen notwendig sind. Wenn man jetzt von der Brustvergrößerung mit Implantat ausgeht, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten der Zugänge. Einmal kann man das über die Achsel einbringen, dann kann man das Implantat über den Warzenvorhof einbringen oder über die Unterbrustfalte. Das ist im Übrigen der Zugang, der am häufigsten gewählt wird. Als Lage kommen in Frage einmal vor dem Muskel, vor dem Brustmuskel. Man macht es dann, wenn die Patientin ohnehin ausreichend Eigengewebe hat, oder wenn man zum Beispiel eine Extremsportlerin hat, die Bodybuilding macht und Ähnliches, weil man hier den Muskel ja nicht verletzen will. Hinter den Muskel macht man es in aller Regel am häufigsten. In ungefähr 80% kommt das Implantat hinter den Muskel, weil dann die Ränder des Implantates besser abgedeckt sind. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn die Patientin relativ wenig Eigengewebe hat. Wenn man nun mal die Zufriedenheit anschaut dieser Operation, wir haben das evaluiert, dann zeigt sich, dass es eine sehr hohe Zufriedenheit gibt. Mehr als 90% der Patientinnen sind mit dem Eingriff zufrieden oder sehr zufrieden.